So, good afternoon. Today is Thursday, the 24th of April, and it's 7 o'clock in the evening, and it's still very nice and warm, as you can see. T-shirt weather, very unusual for Germany at this time of year, especially in Bavaria. So I decided to come out. I have about an hour's time, so not too long. And I'm back on 24, where it was the last time, 24 Alpha, and I want to see if I can carry on detecting something or find something on here. Also schönen guten Abend, es ist Donnerstag, der 24. April, und es ist jetzt, wie gesagt, 7 Uhr oder 19 Uhr am Abend. Wir haben noch 20 Grad. We have about still 20 degrees Celsius, which is about 62 degrees Fahrenheit, for you that don't know Celsius, and it's t-shirt weather. Also it's a richtiges T-shirt and shorts. I don't know if you can see that. And today I bought myself this arm piece right there, because when I in there, it always used to rub the plastic on my arm, and it got all sore and blisters. So I decided, okay, let's get one of these and test it. So today I'm going to test it. As tomorrow I want to do a long run. Also ich habe mir jetzt dieses Armteil da geholt, weil sonst das hier immer gescheuert hat, das Teil hier. An meinen Arm, da habe ich den Blasen bekommen und ist wund geworden. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Okay, see you on the first find then. Also sehen wir uns beim ersten Fund. And the first find, and I haven't even started yet because my stones are there from the other day. Die Steine sind da, ich habe eigentlich noch gar nicht richtig angefangen. And got myself the first 50 rice fennec from 1924, 25. Looks like a 1920 something. Or I can't really see it. Also, habe noch nicht mal richtig angefangen, wie gesagt, weil da unten ist mein Teil, wo ich erst anfangen muss. And I'm just walking down from the car. Also ich bin gerade mal vom Auto hier runter gekommen. Okay, let's carry on. So, just got my first real find, I suppose. A nice little St. Christopher or something like that. It's a religious medal, definitely, with something on it. And that's about how clean as I can get. I have the toothbrush already out. Das ist der erste richtige Fund, den ich eigentlich hatte jetzt. Ein ganz kleines religiöses Medaillon. Weiter werde ich es auch nicht sauber machen. Und ja, very nice. And I'm nearly done with this path. I would say this is now after 45 minutes detecting, and all I have to do now is go back to the other side, and that'll be it for today. Also ich gehe jetzt nur noch zurück und dann war es das wieder. So 1 hour, apart from the 50 rice fennec, this is the only find today so far. The rest is just rubbish. Also innerhalb von einer Stunde nur diesen einen Pfund, bis auf die 50 Reisfennec-Stücke, aber mei, ist auch nicht viel, ne? Okay, let's carry on, and if I don't find anything else, see you at the sort of roundup. Okay. Well, the big roundup. Trash. Also das hier ist jetzt alles Müll. And the one St. Christopher and the 50 rice fennec piece. And that was it. For 1 hour's detecting. Also das war jetzt eine Stunde Sondeln da drin. Mehr ist nicht. And the sun is going down nicely now. What a beautiful evening. Was für ein schöner Abend. Ja, time to go home. And the
oil seed, raps we call it, is already very high. Very unusual for this time of year, that it's, everything is about 4 weeks in advance. Also dieses Jahr scheint alles 4 Wochen vorher dran zu sein. Aber naja, okay. See you tomorrow. Also bis morgen. So, welcome to Detecting Bavaria on another day. And today is Friday the 25th. And it's a little bit windy out, but it's windy because it's so warm. That's thermic wind. So today we have a small little field with about 100,000 square meters. So we can go for quite a while on here. Also wie gesagt, wir haben so knapp 100.000 Quadratmeter hier, das eine Feld. Also nicht besonders groß, eins von den kleineren. Und so sieht das also aus. Das hier ist jetzt das Feld. And the historical part, why are we doing this? Because there's a road that actually goes through it in the middle. So hopefully we'll find something, we'll see. Also hoffentlich finden wir was. Wie gesagt, da ist ein Weg, der ging durch die Mitte so durch. Und dann schauen wir mal, ob wir was finden, gell? Also bis zum ersten Fund. So, first find, a ring. Also der erste Fund, ein Ring. Old bronze or copper. Not quite sure, I have to clean it up at home. Also bin mir nicht ganz sicher, was für einer es ist. Very small. And okay. Also ein Ring als erstes gefunden. Also Material weiß ich jetzt nicht ganz genau, was es ist. Okay, auf zum nächsten. Off to the next. So, next find is a medallion from Second World War. You can see the eagle at the bottom, but I'm not quite sure yet what it is. Also der nächste Fund ist eine Medaille aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar ist unten drunter auch die Symbole natürlich, die dazugehören. Für was? Keine Ahnung. Not sure what it's for. I have to clean it up at home. So, there you go. Very nice. Schön. Mal wieder was anderes. Dann schauen wir mal. And the first coin, a 5 rice pfennig zinc. Looks absolutely different to the one I found the other day, obviously. Also der erste 5 Reichspfennigstück Zink sieht natürlich komplett anders aus wie vom anderen Tag. Oh naja, macht nichts. Der Markus ist auch da vorne gerade am irgendwas ausgraben. Und der Q müsste auch hier irgendwo sein. Ja, der Q ist ganz da hinten. So Q is all the way at the back, already on his way down. And Marcus is right next to me, close by. So, never mind, let's carry on. Also, lass uns weitermachen. What a beautiful day. It's over 20 degrees again, slightly cloudy, but okay, never mind. So, next some kind of bottle. Als nächstes so irgendeine Art Flasche oder sowas. But it looks modern. Sieht aber modern aus. Okay, auf zum nächsten. So next token for beer, and this is Gansbräu. I can still read it right there. It's zinc, so it's a little bit older, and it's most likely a token for one free beer. Es ist eine Freimarke für Bier, und zwar von Gansbräu. Ist eine lokale Brauerei. Scheint schon ein bisschen älter zu sein, das Teil, aber naja, hoppala. So, hoffentlich geht sie nicht wieder kaputt. Hopefully it doesn't break. Okay, let's carry on. And a huge iron ring. Und natürlich ein großer Eisenring. Okay, I got my iron ring for today, so hopefully that'll be it. Also hoffentlich war es das dann mit Eisenringen für heute. So, next a piece of a spoon. Und als nächstes ein Löffelstück. Okay, auf zum nächsten. So, next piece is some kind of plaque with writing on it. But I don't think it's too old. Als nächstes irgendeine Plakette mit irgendwas drauf, Iserich, something or other. Aber naja, okay.
Auf zum nächsten. Off to the next. I bought this on Amazon. So we have now changed location because the 76 wasn't very good, very dry and so on, and a lot of rubbish and hardly any finds. So we've decided to move over. And 102, you know, you've already seen in some of my permissions. So I let him choose between the 97 and 96. 96 is the pasture, but the grass is still okay to detect on. And 97 is the field that has been plowed. So it's up to them what they want to do. They can do whatever they want. They can do the field or the pasture, you know, and they can carry on with their stuff. Also wie ich gerade gesagt habe, auf die nächste Genehmigung, wo wir jetzt hingefahren sind, haben wir einmal die 97 und 96. Oder ist es umgekehrt? Ja, genau, 97 und 96. Also 96 ist die Wiese und 97 ist das Feld. Und da können Sie dann entscheiden, was Sie machen wollen. Okay, schauen wir mal, was wir jetzt finden. Let's see if we can find anything here. But Germany is very, very dry. Much too dry. We need at least a good 25 gallons per square meter or square yard to actually be back up to the level we need. Also wir brauchen mindestens 100 Liter pro Quadratmeter mal, damit mal die Erde richtig wieder feucht ist und so. Also viel, viel zu trocken. Bei uns hier in Bayern jetzt. Okay, see you on the first find. Sehen wir uns beim ersten Fund. So, not quite sure what it is, but it was deep. Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber es war ziemlich tief drinne. As you can see, nice big hole, and about 10 inches. Okay, let's carry on. Also ungefähr 20 cm war das Teil jetzt drin, also zwischen 20 bis 25 cm. Okay, let's close the hole and carry on. And one of the nicest finds today so far on this field, the first real find, I suppose. Also hier auf diesem Feld jetzt das erste vernünftige Teil. Ein schöner Tombak-Knopf oder Schildknopf und komplett noch dazu. Herrlich. So this button is actually complete. Very nice. First real find. Woo, lovely. And another Tombak button. Und wieder ein Tombak-Knopf. Part of it anyway. Looks actually pretty nice too. Very nicely engraved. Sehr schön eingraviert. Okay, let's carry on. Lass uns weitermachen. And some kind of St. Christopher. Also irgendeine Art von St. Christophus. Aber sehr schlechte Kondition. Very bad condition. Okay, never mind. Let's carry on. Also lass uns weitermachen. Interesting piece right there. Also das ist ein interessantes Stück. Sieht so aus wie von einer Glocke eigentlich. Looks like from a bell inside. Yeah, it makes a tone, ringtone. Cool. Lead and then iron and then it can hit whatever. I think, but I'm not sure. Also denke ich mal. Well, at least Q got a handful of finds. He got himself a nice one pfennig piece from 1865. Also ein schönes Einpfennigstück von 1865. Some kind of tag for kommt zu uns, it says on it. Not quite sure from where it is, from who it is. Rice pfennig, buttons, all different kinds of stuff today. So pretty nice. At least you got a few relics for 4 hours detecting, not bad, sweating our ass off. Also für 4 Stunden hat er ja wenigstens eine Handvoll Artefakte gefunden, gell? Dafür, dass wir uns hier den Arsch abgeschwitzt haben. Das andere machen wir. Das war die first permission und das ist die second. So here obviously der Markus hat natürlich die beste
Metalldetektor, der hat am meisten Müll rausgezogen für mich. Wunderbar. Daher ist wunderbar. And 1 5-Pfennig, Reichspfennig piece from this permission. Also von dieser Genehmigung hat er ein 5-Pfennig-Stück, Reichspfennigstück. Und von der anderen hat er da verschiedene Knöpfe und auch wieder so Pfennigstücke. Natürlich ein schönes Glockenteilchen auch und so weiter. Also nicht schlecht. So he's got some nice relics also from the other permission and his trash. So very nice. So it hasn't been too bad. It's just me that got crap all, I suppose. Ja, Also bin ich fast einzige. So mine today, 1 big piece of a plow and plenty of trash. Also ich habe auch jede Menge Müll und so gefunden. Und dann dementsprechend eben gerade verschiedene Knöpfe, religiöses Medaillon, der Tomback-Knopf. This is from a bell and from the first permission, spoon piece and medaillon. So there have been some nice finds, I suppose. Also die Funde waren eigentlich nicht schlecht. But there you go. Okay, that was it. See you the next time round. Have a good day. So just to make sure he has to drive, so he can only have 1 beer, you know, and there you go. We start the Americans off with small beers to see if they can handle it or not. Zum Wohl. Zum Wohl, ja, Prost. Prost. Lass es echt schmecken. So, welcome to the Roundup. Also herzlich willkommen zur Zusammenfassung. Bin jetzt endlich nach Hause gekommen. Dann, so, what did we find? Also was haben wir denn gefunden? Pieces of lead, ein paar Stückchen Blei, ein Teil von Löffel, piece of a spoon, this modern kind of bottle for something or other, also diese Flasche modern für irgendwas, keine Ahnung für was das war. Piece of a toy leg, animal leg, das ist ein Teil von einer Spielzeugfigur, schätze ich mal, das sieht aus wie ein Bein. Looks like a leg, but I'm not quite sure. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber sieht so aus. The sim plaque with something written on, also diese Plakette mit was drauf. Kind of a bronze ring, one of them, also so eine Art Bronzering, eins davon. Dann wieder ein Ring, das ist auf alle Fälle ein Ring. Another ring, stone missing, da fehlt der Stein natürlich. Then the 5 rice pfennig piece, all torn up, pretty worn, also das 5 Reichspfennigstück, was ziemlich ist. Then the Gansbräu beer token, Gansbräu beer coupon, piece from the bell, to ring the bell, that's inside of a bell, das ist also innen drinne der Glockenschlägel. Then the St. Christopher of some kind, also ein St. Christopher, irgendeine Art Weise. It's not a Benedict, es dürfte nicht ein Benedikter sein, but something else, aber ein anderer. The tomback button and another tomback button, also diese 2 Knöpfe, und der ist auch schön graviert, nicely engraved. Piece of, I don't know, ein Stück, was ich nicht weiß, and the medallion, not sure for what it is, ich weiß nicht für was diese Medaille ausgegeben worden ist, and it says October 1938, also Oktober 38, ein Volk, ein Reich, ein Führer. So I'm not quite sure why that was given at that point of time. Okay, that was it. Und das war's. And then I wish you all a good weekend. Mine is going to be busy with other stuff. And see you next time round. Also, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende allen. Wer sondeln geht, gut Fund, viel Glück. And for the people that go detecting, happy hunting and good luck to you. Okay, see you next time round. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.